Thank you for the invitation to be here together with you. And you know, I was really happy when I saw yesterday my friends, Klaus, Donna, Andre, Michael, Tellinger, and you. So these days for me are very special. So, einen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf, und ich habe mich besonders gefreut, dass ich die vielen bekannten Gesichter meiner Freunde, den Michael Tellinger und die anderen, hier wiedersehen darf. And this interview is also very special because about 6 months ago, when Sabina called me, she asked me to make a presentation about a real history of our civilization. Das Interview, um das es heute geht, ist auch etwas ganz Besonderes. Und das kam zum Gespräch vor 6 Monaten, als Sabine mich anrief, um zu fragen, ob ich einen Vortrag halten kann über die wahre Geschichte der Zivilisation. On one hand, I was really happy that she asked this question. Und ich war ganz froh, dass sie genau diese Frage gestellt hat. On the other hand, this is a very special subject which you never find in the books if you will start yourself investigate this aspect. Auf der anderen Seite ist das ein Themenbereich, den man niemals ergründen kann, wenn man sich auf die Bücher verlässt, in denen man das so nachlesen könnte. Idea is that most important events which critically affected our civilization always stays behind the curtain. Tatsache ist nämlich, dass die wirklich wichtigen Ereignisse, die den Gang der Geschichte bestimmt haben, immer hinterm Vorhang versteckt geblieben sind. And people mostly are discussing the history which, doesn't explain the reality. Und die Sache ist, dass die Leute die Aspekte der Geschichte diskutieren, die eigentlich überhaupt keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Realität hatten. Because if you read the books, and I hope you did, you already found a lot of mentions that our previous civilization have been in a close contact with very highly developed extraterrestrial civilization. Wenn man bestimmte Bücher gelesen hat, wird einem schon begegnet sein, dass die Frühkulturen in einem sehr engen Kontext, in einer Verbindung mit hochentwickelten außerirdischen Zivilisationen gestanden haben. And there is a text actually in the Gospel which says, there was a time when people stood just 2 steps before immortality and they missed it. Why? Und es gibt Hinweise darauf, dass die Menschen schon mindestens 2-mal kurz davor waren, die Unsterblichkeit erreicht zu haben als Fähigkeit. Aber sie haben es aus irgendeinem Grunde verpasst. Warum? So today I will try to give you some ideas what actually happened with our civilization. Das heißt, heute werde ich euch eine Idee vermitteln, was tatsächlich mit unseren Zivilisationen passiert sein könnte. I'm not sure that I will be able to pack all this information in 1 hour and a half. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich schaffe, die gesamte Information in 1,5 Stunden unterzubringen. But I hope you will allow me to complete it. I hope you will allow me to complete, to finish my presentation. Okay. Hoffentlich gebt ihr mir genug Zeit, es zumindest wie geplant zu Ende zu bringen. And I would like to start my presentation from one very important event that took place just 6 years ago. Ich möchte meine Präsentation beginnen mit einem wichtigen Ereignis, das gerade mal vor 6 Jahren stattgefunden hat. Maybe some of you have seen it or you knew about it. Maybe not. But in any case, I will show it to you now. This is the video done over the Moscow almost at the end of 2009. Ich werde euch jetzt das zeigen. Das ist das Video und das kommt aus dem Jahre 2009. Also doch 6 Jahre.
So, this is without the sound, but in any way, you see that it's a dark already, almost night, and over the Kremlin, you can see a huge pyramid-shaped UFO. Have you heard about it before? Das ist jetzt ohne... Just one person. It was hovering over Kremlin 4 hours. Das ist jetzt ohne Sound, aber das zeigt, wie ein riesengroßes, pyramidenförmiges UFO für Stunden über dem Kreml schwebt. And what is important, just very short, brief information in few news programs and disappeared. Why? Because this moment is a key moment for our future life. Das ist eine Nachricht, die nur ganz kurz in wenigen Schlüsselmedien aufgetaucht ist, aber es ist eine wahnsinnig wichtige Angelegenheit, es ist ein Schlüsselmoment für unser Leben auf diesem Planeten. This object was hovering approximately 1.5 kilometers above the Kremlin. Das hat geschwebt 1,5 Kilometer oberhalb vom Kreml. And it was huge, maybe more than 300 meters one side. Und es war riesig, vermutlich mit einer Kantenlänge von mehr als 300 Metern. So, this is the first fact, which actually I showed you. Next slide. Das waren die ersten Fakten, die ich präsentieren wollte. And then I will go to the prehistory of this event, because this event has a very important cyclic meaning. Und dann werde ich zur Vorgeschichte dieses Ereignisses weitergehen, denn dieses Ereignis hat eine Bedeutung im Kontext eines zyklischen Geschehens. The whole story actually began more than 18,000 years ago. Die ganze Geschichte hat vor mehr als 18.000 Jahren begonnen. 18,000 years ago, and just before I start, I'd like to tell you that I have analyzed all possible information about what I'm going to talk now. Also 18.000 Jahre ist es her und ich habe alle verfügbaren Informationen, über die ich gleich reden werde, im Detail sehr genau analysiert. And I'd like to say special thanks to the information and archives from Erbe, which are actually in Moscow now, and I have access to this data. Und ich möchte mich insbesondere bedanken bei dem Ahnenerbenarchiv in Moskau, das ich benutzen durfte. For me, up till now, it's a little bit strange that you Germans do not know what Germans did. Actually, it's a German group of scientists which did this wonderful work before the war and something during the war, Second World War. Und das geht zurück auf die Arbeit von einer deutschen Gruppe, die überwiegend während des Zweiten Weltkrieges gearbeitet hat und Dinge gesammelt hat. So I used also military archives, traditional and non-traditional information. Ich habe mich auch auf Militärarchive fokussiert mit normaler und nicht normaler Information dort. And I'll start with information for you that at least 18,000 years ago, our solar system had quite different geography. Und ich werde beginnen mit Hinweisen darauf, dass unser Sonnensystem vor 18.000 Jahren eine sehr andersartige Geometrie und Geografie gezeigt hat. For example, probably some of you know or you read that there was a time when we had no moon over the earth. Eine Sache, die man feststellen kann, ist, dass es eine Zeit gab, in der es noch keinen Mond um die Erde gab. And if you look attentively through ancient texts which are older than 4,000 years, und wenn man sich antike Texte anguckt, die älter als 4.000 Jahre sind, you will never find any mention about the Venus. Wird man auch nirgendwo irgendeinen Eintrag, eine Erwähnung der Venus finden. There were no Venus on the sky. Es gab keine Venus im Himmel. The solar system had quite different construction. Das Sonnensystem hatte einen ganz anderen Aufbau. And
we had 2 planets, Und wir hatten 2 Planeten, Mars, which actually have been named thousands and thousands of years ago, Nibiru. It's an ancient name of Mars. den Mars, der vor tausenden von Jahren Nibiru genannt wurde. Das ist der frühere Name von Mars. And the other planet, pretty big one, which maybe you have heard about, is Maldek. But the name, Sumerian name, was Tiamat. Und es gab einen anderen Planeten, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, unter dem Namen Maldek, aber der sumerische Name war Tiamat. Tiamat. But now we have a belt of asteroids. Aber heute gibt es nur noch einen Asteroidengürtel. And classical science trying to persuade you that all this, situation is very, very old, that this belt of asteroid here for millions of years and the moon already is millions of years over the planet Earth. No, ancient text says quite different. Und die Astronomen versuchen uns davon zu überzeugen, dass dieser Asteroidengürtel und die anderen Planeten schon immer da gewesen sind. Aber in den antiken Texten gibt es keinerlei Hinweise darauf. Important is that our planet have been civilized by the highly developed civilization from Mars. Die Wahrheit ist, dass unser Planet zivilisiert worden ist von einer sehr hochentwickelten Zivilisation auf dem Mars. Not, somebody or some else from far, far galaxy, from our solar system. Mars and Maldek. Es war niemand, der irgendwie von ganz weit weg hergekommen ist aus der Galaxie. Sie kamen von Mars. Just a little bit, few facts. This is a well-known Teotihuacan pyramid complex. Nur ein paar Fakten. Das ist der sehr, sehr bekannte Teotihuacan Pyramidenkomplex. Oops, sorry, I made a mistake. So here is the pyramid of Quetzalcoatl. Hier ist die Pyramide der Quetzalcoatl. Oh. This is Quetzalcoatl. The very developed kind God which brought knowledge and gave it to people. Das ist der Gott des Wissens, der die Aufgabe hatte, dieses Wissen an die Menschen weiterzugeben. Please be very, very attentive, okay? And Also, this is the sun. Und das ist die Sonne. And this is, now historical text says to us, this is the pyramid of the moon. Und dies ist die Pyramide des Mondes, sagen die historischen Schriften. But if you put the map of our solar system and the map of the orbits on this complex, Aber wenn man die Karte unseres Sonnensystems über diesen Komplex rüberlegt, then you will see that, Quetzalcoatl pyramid dann correlates with the orbit, exactly correlates with the orbit of the Mars. dann sieht man, dass die Quetzalcoatl-Pyramide genau mit dem Orbit des Mars korreliert. And this pyramid is not the pyramid of the moon, this is Earth. Und dies ist nicht die Pyramide des Mondes, dies ist die Erde. And what is interesting, this road says that the knowledge from Mars was brought to Earth. Und diese Strecke zeigt, also diese Straße, die dort in dem Komplex ist, zeigt, dass das Wissen vom Mars zur Erde gebracht wurde. So, this is also a very interesting matter. That's why the ratio of a height of the pyramid of the moon, actually the Earth, das ist auch der Grund, das ist sehr interessant, warum das Verhältnis der Höhe der Pyramide des Mondes, actually 42 meters. Das sind 42 Meter. And the pyramid of Quetzalcoatl, Mars, 22 meters. Und die Pyramide des des Marses, das sind 22 Meter.
is equal to this ratio, which corresponds exactly to the ratio of the equatorial diameters of two planets. Das entspricht genau diesem Verhältnis 1 zu 0,532 und das korrespondiert ganz exakt mit dem Verhältnis der äquatorialen Durchmesser der beiden Planeten. There are some more details which are exactly shows that there is kind of a correlation and tuning moments between the pyramid of Mars and pyramids of the Earth. Es gibt noch andere Hinweise, exakte Beweise dafür, dass die Abmessungen dieser beiden Pyramiden genau dem entsprechen, was Mond und It means Mars between the pyramids on the planet Mars and the pyramids on the Earth there was a contact. Das heißt, dass es eine Verbindung gab zwischen den Pyramiden auf dem Mars und denen auf der Erde. And from the ancient texts it became clear that approximately 18,000 years ago, Martians started to investigate the planets of our solar system. Und die Texte beinhalten Hinweise darauf, dass vor 18.000 Jahren die Marsianer angefangen haben, die Planeten des Sonnensystems zu erkunden. And during these expeditions, Martian expedition landed on the north of our planet. Und während dieser Erkundungsflüge sind Erkundungstrupps der Marsianer auf der Nordhalbkugel der Erde gelandet. Because highly developed Martian civilization have been interested in uranium ore. Und zwar aus dem Grund, dass diese hochentwickelten Marsianer Interesse hatten an Uranerzen. And they started to get into contact with the local people just to make an arrangement that they will be, digging for uranium ore. So for that, they will give a certain amount, very important information for the elite of the area where they have been working. Und diese Marsianer haben darum gebeten, dass sie ungestört nach dem Uranerz graben können, und im Gegenzug als Gegenleistung haben sie den Menschen sehr, sehr wichtiges Wissen überlassen, aber nur den Eliten. Most part of the people, they saw UFO flying over the planet. Die meisten der Menschen haben die UFOs über der Erde fliegen gesehen. But elites, they were in contact. What? The lights, like a government of the planet Earth on that period, they have been in contact with und die Anführer waren im direkten Kontakt mit den... Here, the ancient mines were found in Kola Peninsula, between the lakes. Also hier sieht man die Minen, die man gefunden hat aus dieser Zeit. This is Love Lake, and Ozera, very big one. Or Umbo Lake, and this is very ancient mines, and so up till today the level of radioactivity of the soil is pretty high there. Also das sind zwei antike Minen auf der Kola-Insel, und die Radioaktivität, die man dort misst, ist immer noch sehr, sehr hoch. There are still around 20 gigantic circuits, non-natural origin. Und es gibt immer noch, was ist Circus? Kreise, Formationen. It's like a place where they dig. Okay, also Tagebauareale nicht natürlichen Ursprungs gibt es immer noch etwa 20 davon. And you see, this is a very gigantic excavation from which there were billions of tons of uranium ore extracted. Und das sind wirklich große Tagebaue, von denen Billionen Tonnen Uranerz. And the main mystery and subject of debate among specialists is where all, extracted ore went to. Und die ungeklärte Frage, wo die Experten immer noch diskutieren, ist, wo diese Unmengen von Erz hingegangen sind. And the answer is again supplied by Sumerian text.
Und die Antwort findet man wiederum in sumerischen Texten. It was taken away, not northward or southward, eastward or westward, but replaced or removed to another planet. Und es ist nicht nach Norden, Osten, Süden oder Westen gebracht worden, sondern es ist auf einen anderen Planeten gebracht worden. And this is why there is no traces, because when we have been investigating all area around, no traces. Und deswegen gibt es auch, which are actually in Moscow now, and I have access to this data. und ich möchte mich insbesondere bedanken bei dem Ahnenerbenarchiv in Moskau, das ich benutzen durfte. For me, up till now, it's a little bit strange that you Germans do not know what Germans did. Actually, it's a German group of scientists which did this wonderful work before the war and something during the war, Second World War. Und das geht zurück auf die Arbeit von einer deutschen Gruppe, die überwiegend während des Zweiten Weltkrieges gearbeitet hat und Dinge gesammelt hat. So I used also military archives, traditional and non-traditional information. Ich habe mich auch auf Militärarchive fokussiert mit normaler und nicht normaler Information dort. And I'll start with information for you that at least 18,000 years ago, our solar system had quite different geography. Und ich werde beginnen mit Hinweisen darauf, dass unser Sonnensystem vor 18.000 Jahren eine sehr andersartige Geometrie und Geografie gezeigt hat. For example, probably some of you know or you read that there was a time when we had no moon over the earth. Eine Sache, die man feststellen kann, ist, dass es eine Zeit gab, in der es noch keinen Mond um die Erde gab. And if you look attentively through ancient texts which are older than 4,000 years, und wenn man sich antike Texte anguckt, die älter als 4.000 Jahre sind, you will never find any mention about the Venus. Wird man auch nirgendwo irgendeinen Eintrag, eine Erwähnung der Venus finden. There were no Venus on the sky. Es gab keine Venus im Himmel. The solar system had quite different construction. Das Sonnensystem hatte einen ganz anderen Aufbau. And we had two planets. Und wir hatten zwei Planeten. Mars, which actually have been named thousands and thousands of years ago, Nibiru. It's the ancient name of Mars. Den Mars, der vor Tausenden von Jahren Nibiru genannt wurde. Das ist der frühere Name von Mars. And the other planet, pretty big one, which maybe you have heard about, is Maldek. But the name, Sumerian name, was Tiamat. Und es gab einen anderen Planeten, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, unter dem Namen Maldek, aber der sumerische Name war Tiamat. But now we have a belt of asteroids. Aber heute gibt es nur noch einen Asteroidengürtel. And classical science trying to persuade you that all this situation is very, very old, that this belt of asteroid here for millions of years and the moon already is millions of years over the planet Earth. No, ancient text says quite different. Und die Astronomen versuchen uns davon zu überzeugen, dass dieser Asteroidengürtel und die anderen Planeten schon immer da gewesen sind. Aber in den antiken Texten gibt es keinerlei Hinweise darauf. Important is that our planet have been civilized by the highly developed civilization from Mars. Die Wahrheit ist, dass unser Planet zivilisiert worden ist von einer sehr hochentwickelten Zivilisation auf dem Mars. Not, somebody or some else from far, far galaxy, from our solar system. Mars and Maldek. Es war niemand, der irgendwie von ganz weit weg hergekommen ist aus der Galaxie. Sie kamen von Mars. Just a little bit, few facts. This is a well-known Teotihuacan pyramid complex.
Nur ein paar Fakten. Das ist der sehr, sehr bekannte Teotihuacan-Pyramidenkomplex. Oops, sorry, I made a mistake. So here is the pyramid of Quetzalcoatl. Hier ist die Pyramide der Quetzalcoatl. Oh. This is Quetzalcoatl. the very developed kind God which brought knowledge and gave it to people. Das ist der Gott des Wissens, der die Aufgabe hatte, dieses Wissen an die Menschen weiterzugeben. Please be very, very attentive. Okay? And Also, this is the sun. und das ist die Sonne. And this is now historical text says to us, this is the pyramid of the moon. Und dies ist die Pyramide des Mondes, sagen die historischen Schriften. But if you put the map of our solar system and the map of the orbits on this complex, Aber wenn man die Karte unseres Sonnensystems über diesen Komplex rüberlegt, then you will see that, Quetzalcoatl pyramid dann correlates with the orbit, exactly correlates with the orbit of the Mars. dann sieht man, dass die Quetzalcoatl-Pyramide genau mit dem Orbit des Mars korreliert. And this pyramid is not the pyramid of the moon, this is Earth. Und dies ist nicht die Pyramide des Mondes, dies ist die Erde. And what is interesting, this road says that the knowledge from Mars was brought to Earth. Und diese Strecke zeigt, dass, also diese Straße, die dort in dem Komplex ist, zeigt, dass das Wissen vom Mars zur Erde gebracht wurde. So, this is also a very interesting matter. That's why the ratio of a height of the pyramid of the moon, actually the Earth, das ist auch der Grund, das ist sehr interessant, warum das Verhältnis der Höhe des Pyramide des Mondes, actually 42 meters, das sind 42 Meter, and the pyramid of Quetzalcoatl Mars 22 meters. und die Pyramide des ich kann das nicht aussprechen, des Marses, das sind 22 Meter, is equal to this ratio, which corresponds exactly to the ratio of the equatorial diameters of two planets. Das entspricht genau diesem Verhältnis 1 zu 0,532 und das korrespondiert ganz exakt mit dem Verhältnis der äquatorialen Durchmesser der beiden Planeten. There are some more details which are exactly shows that there is kind of a correlation and tuning moments between the pyramid of Mars and pyramids of the Earth. Es gibt noch andere Hinweise, exakte Beweise dafür, dass die Abmessungen dieser beiden Pyramiden genau dem entsprechen, was Mond und It means Mars. between the pyramids on the planet Mars and the pyramids on the Earth there was a contact. Das heißt, dass es eine Verbindung gab zwischen den Pyramiden auf dem Mars und denen auf der Erde. And from the ancient texts, it became clear that approximately 18,000 years ago, Martians started to investigate the planets of our solar system. Und die Texte beinhalten Hinweise darauf, dass vor 18.000 Jahren die Marsianer angefangen haben, die Planeten des Sonnensystems zu erkunden. And during these expeditions, Martian expedition landed on the north of our planet. Und während dieser Erkundungsflüge sind Erkundungstrupps der Marsianer auf der Nordhalbkugel der Erde gelandet. Because that highly developed Martian civilization have been interested in uranium ore. Und zwar aus dem Grund, dass diese hochentwickelten Marsianer Interesse hatten an Uranerzen. And they started to get into contact with the local people just to make an arrangement
that they will be, digging for uranium ore. So for that, they will give a certain amount, very important information for the elite of the area where they have been working. Und diese Marsianer haben darum gebeten, dass sie ungestört nach dem Uranerz graben können, und im Gegenzug als Gegenleistung haben sie den Menschen sehr, sehr wichtiges Wissen überlassen, aber nur den Eliten. Most part of the people, they saw UFO flying over the planet. Die meisten der Menschen haben die UFOs über der Erde fliegen gesehen. But elites, they were in contact. What? The lights, like a government of the planet Earth on that period, they have been in contact with. Und die Anführer waren im direkten Kontakt mit den. Here, the ancient mines were found in Kola Peninsula, between the lakes. Also hier sieht man die Minen, die man gefunden hat aus dieser Zeit. This is Love Lake, and Ozera, very big one. Or Umbo Lake, and this is very ancient mines, and so up till today the level of radioactivity of the soil is pretty high there. Also das sind zwei antike Minen auf der Kola-Insel, und die Radioaktivität, die man dort misst, ist immer noch sehr, sehr hoch. There are still around 20 gigantic circuits, non-natural origin. Und es gibt immer noch, was ist Circus? Kreise, Formationen? It's like a place where they dig. Okay, also Tagebauareale nicht natürlichen Ursprungs. Gibt es immer noch etwa 20 davon. And you see, this is a very gigantic excavation from which there were billions of tons of uranium ore extracted. Und das sind wirklich große Tagebaue, von denen Billionen Tonnen Uranerz. And the main mystery and subject of debate among specialists is where all, extracted ore went to. Und die ungeklärte Frage, wo die Experten immer noch diskutieren, ist, wo diese Unmengen von Erz hingegangen sind. And the answer is again supplied by Sumerian text. Und die Antwort findet man wiederum in sumerischen Texten. It was taken away, not northward or southward, eastward or westward, but replaced or removed to another planet. Und es ist nicht nach Norden, Osten, Süden oder Westen gebracht worden, sondern es ist auf einen anderen Planeten gebracht worden. And this is why there is no traces, because when we have been investigating all area around, no traces. Und deswegen gibt es auch die Texte aus dem Tal des Todes in Ägypten. Figure and 2 planets, let's go on. Eine Figur mit 2 Planeten. You see another text, the same thing here. Ein anderer Text mit denselben Darstellungen. When Egyptologists try to explain what it means, you understand what they were talking about. A little bit, the way of thinking demands deep understanding what is behind this text. So you see, this figure has a goldish color. Also die Ägyptologen haben natürlich versucht zu verstehen, wo es darum geht. It means this is the sun. Und diese Figur zeigt goldene Farbe, und das bedeutet, dies ist die Sonne. But this means sperm on the head of the human being, sun giving life. Und das heißt, hier fließt das Sperma auf den Kopf des menschlichen Wesens, das bedeutet, die Sonne gibt das Leben. You see, 3rd chakra. Sie sehen, das ist im 3. Chakra hier. We have a line, orbit. Dort gibt es eine Linie, eine Umlaufbahn. And 2 planets. Mit 2 Planeten. 3rd chakra of the solar system, 3rd chakra of the sun. Das 3. Chakra der Sonne. 3rd orbit. On the 3rd orbit in our solar system there are 2 planets. Auf der 3. Umlaufbahn unseres Sonnensystems befinden sich 2 Planeten. One planet is
before, in front of the sun. This is the sun, this is the Earth. Sun is looking on the Earth. Der eine Planet befindet sich vor der Sonne, die Sonne blickt auf die Erde. The other planet behind the sun und der andere Planet ist hinter der Sonne versteckt. Is bigger in size. Ist etwas größer vom Format her. Just shortly, if you take the Earth plus the mass of the moon, we have the mass of the planet behind the sun. Und wenn man sich das anguckt und die Masse der Erde plus der Masse des Mondes nimmt, dann kommt man genau auf die Masse des Planeten hinter der Sonne. This is the planet Earth, and you see Soho here. Das ist die Erde und dort sieht man die Position von Soho. This distance is approximately 600 diameters of the planet Earth. Diese Distanz entspricht etwa 600 Durchmessern des Planeten Erde. And also this distance is almost 300 million kilometers. Und diese Distanz sind 300 Millionen Kilometer. So now we need some facts about the existence, because ancient Egyptian texts clearly say there is a planet anti-Earth behind the sun on the same orbit as the Earth. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Fakten, nämlich dass die alten ägyptischen Texte ganz klar feststellen, dass es eine Anti-Erde gibt, die genau diametral entgegengesetzt auf der anderen Seite der Sonne sich hinter der Sonne versteckt. Here are the facts. In early hours, 25th of January 1672. In den Morgenstunden des 25. Januar 1667 Gianna Domenica Cassini, director of Paris Observatory, discovered close to Venus an unknown body that cast a shadow. It's a direct indication that this is the large planet, not a star. Hat Gian Domenico Cassini, der Direktor des Pariser Observatoriums, in der Nähe der Venus einen unbekannten, was ist Crescent? Yeah, it means that also einen gewölbten, einen kugelartigen Körper gefunden, der einen Schatten geworfen hat. Explain. So und wenn etwas einen Schatten wirft, dann ist es ein direkter Hinweis darauf, dass es ein Planet ist und kein Stern. What it means? So when you look on the star, it's just bright dot. Okay? So if you look on the moon, you have a bright side and a shadow. Okay? Understand? It means that one side is enlightened by sun, the other is in the shadow. Also das ist das Prinzip, wenn man einen Stern, also einen leuchtenden Körper betrachtet, dann ist er einfach nur leuchtend, die ganze Kugel. Und wenn man sich zum Beispiel den Mond anguckt und der wird von der Seite beleuchtet, dann sieht man halt die Lichtseite und die Schattenseite, und das ist ein Hinweis darauf, dass es ein Planet ist und keine Sonne. Exactly the same was with that planet. It means that that planet was lighted by the sun. Und genau das war der Fall bei dieser Entdeckung, und das heißt, dass dieser Planet von der Sonne beleuchtet wurde. It means this planet is in our solar system. Das heißt, dieser Planet befindet sich innerhalb unseres Sonnensystems. 23rd October 1740, shortly before sunrise, the mysterious planet was spotted by James Short, a member of British Royal Society. Am 23. Oktober 1740, kurz vor Sonnenaufgang, wurde dieser mysteriöse Planet von James Short, einem Mitglied der britischen Royal Society, entdeckt. The next observation was made on 20th of May 1759 by astronomer Andreas Mayer, actually from Germany. Die nächste Sichtung erfolgte am 20. Mai 1759 durch den Astronomen Andreas Mayer in Greifswald in Deutschland. 1761 was the year of where it was the most often visible, this planet, for several days running from 10th, 11th and 12th February. A report of observation of the planet came from Joseph Louis Lagrange, a famous mathematician.
Also die meisten Sichtungen gab es im Jahr 1761 und zwar über eine Dauer von mehreren Tagen. Vom 10. bis 12. Februar war das sichtbar und Observierungen wurden berichtet, insbesondere von Joseph Louis Lagrange, dem berühmten Mathematiker, der damals in Marseille weilte. On 3rd, 4th, 7th and 11th of March, the planet was seen by Jacques Montaigne. He is a member of La Morge Community, France. Am 3., 4., 7. und 11. März wurde der Planet gesichtet von Jacques Montaigne, ein Mitglied der Limoges-Gemeinschaft in Frankreich. The same month, 15, 28 and 29th of March, Montbarot, France. Im selben Monat, am 15., 28. und 29. März von Montbarot auf Auxerre in Frankreich. In 764, the mysterious planet was seen by Rotkier. 1764 wurde der Planet gesichtet bei Rotkier. On 3rd of January 1768, it was observed by Christian Hoppengagen. Am 3. Januar 1768 wurde es beobachtet von Christian Horrebow in Kopenhagen. The latest observation, 13 August of 1892, by Edward Emerson Bernard, Und die America. jüngste Beobachtung stammt vom 13. August 1892 durch den amerikanischen Astronomen Edward Emerson Barnard. And then this planet disappeared. Und danach verschwand der Planet. So, important thing is that all ancient text says that those who survived that asteroid attack quickly moved on the planet behind the sun. So, Und die antiken Texte besagen, dass die Überlebenden der Katastrophe für Mars und Maldok sich begeben haben auf den Erdplaneten hinter der Sonne, also auf die Antierde. so how do you think? Do NASA knows about it? Was glaubt ihr, weiß die NASA von diesem Planeten? This is the reason why they rushed to the Mars, because Mars is completely filled of technologies. Das ist der Grund, warum sie sich zum Mars begeben haben und dort unbedingt hin will, denn das ist eine Fundgrube für Technologie. Technology of 25th, 30th century. Technologie des welches Jahrhunderts? You know, like 25th century, 30th century, it means, well, Also Technologie der very, Zukunft ist von very, very 2500, 3000 Jahre unserer Zeit geschehen. but Extrem fortschrittlich. you can be sure they will not be allowed to do this. Aber ihr könnt Gift drauf nehmen, man wird ihnen nicht erlauben, das zu tun. Here we start the most important story in connection with our, history, former history. Hier beginnt die wichtigste Geschichte, die Aufklärung über unsere Vergangenheit geben kann. For me, it is also a very difficult moment when I need shortly to give you a very important information about that case. Für mich ist es auch schwierig, diese wichtige Information über diese Angelegenheit weiterzugeben. Because for us it's important that we must know our real heroes. Denn für uns ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Wurzeln kennenlernen. Real heroes Heroes, unsere wahren real Helden hero. kennenlernen, who actually saved our planet. die unseren Planeten gerettet haben. I'm talking about Gilgamesh. Actually, this is the piece of Gilgamesh epos. Ich spreche hier über den Gilgamesch-Epos, der diese Geschichte erzählt. So, the epos about Gilgamesh is a hymn of friendship which changes and improves. Der Inhalt des Gilgamesch-Epos ist eine Hymne der Freundschaft, die sich verändert. Please now be very, very attentive and careful. Also hören Sie ganz genau und ja, Because genau. I'd like to convey to you a very important idea. Weil ich eine wichtige Idee vermitteln möchte dadurch. The epoch about Gilgamesh reflects philosophy
and a story about big flute. Der Epos erzählt etwas über Philosophie und die Geschichte der großen Flut. It contains ideas about ethics, place and destiny of man, search for immortality. Man findet dort Ideen über Ethik, die Herkunft und die Bestimmung der Menschheit und die Suche nach der Unsterblichkeit. Here, this is the reason why I marked these words by red. Keep this. So, philosophy, big flute, ethics, destiny of man, search for immortality. Also das ist der Grund, warum die Dinge in Rot angestrichen sind, weil das sind die Kernideen, um die es geht. Philosophie, die Geschichte Big über flute. die große Flut und Ideen über Ethik, Herkunft und Bestimmung und die Suche nach Unsterblichkeit. Gilgamesh became the hero of all ancient world. Gilgamesh wurde zum Helden der gesamten antiken Welt. The adventurer, Der, the man of courage, der Abenteurer, der mutige Mann, but very tragical person. aber eine sehr, sehr tragische Figur. Gilgamesh became a symbol of human vanity. Irrepressible thirst of popularity, glory and immortality. Was heißt Vanity? Gilgamesh wurde ein Symbol der menschlichen Eitelkeit und dem nicht verendenden Durst nach Berühmtheit, Ruhm und Unsterblichkeit. Important thing is that what we now are talking about is not belonged to Gilgamesh. It is belonging to us, to any human being. Do you understand it? Das heißt, worüber wir jetzt reden würden, das ist nicht nur Gilgamesh, es ist etwas, was uns alle betrifft, jedes menschliche Wesen. Gilgamesh is only embodiment, but he was a real person. Gilgamesh hat das verkörpert, aber er war eine reale Person. Gilgamesh is Akkadian name. Gilgamesh ist ein akkadischer Name. Sumer reading is formed from Bilga-Mess. Und die sumerische Lesweise hat sich ergeben aus zwei Wörtern Bilga-Mess. That means the ancestor, forefather of the hero. Und das heißt der Urvater des Helden. Because if you read historical texts, you will learn that Gilgamesh was living approximately 2600 years before Christ. Wenn man sich die Texte anguckt, findet man, dass Gilgamesh 2600 Jahre vor Christi gelebt hat. And according to the texts, historical, well-known texts, he was the king of a city named Uruk. Und nach den historischen Texten war er der König von Uruk. But if you look on the traces of city Uruk, can you say that that was, extraterrestrial, highly developed civilization? No. It's very simple, just stones. Because wenn man sich die Ruinen von Uruk anguckt, kann man nicht sagen, dass das elaborierte außerirdische Technologie war. Das war einfach nur eine Stadt aus Stein. Forefather of the hero. We are talking about a person who lived more than 14,000 years ago. Another Gilgamesh. Another one. Und es geht nämlich um einen anderen, also bei Gilgamesh um einen anderen Urvater, der mehr als 14.000 Jahre vor dieser Zeit Who was hat. that person? Wer war diese Person? He was half earthly bred and half, his father was from Mars. Er war zur Hälfte ein Erdenbürger, aber sein Vater kam vom Mars. He had a Martian blood. Er hatte marsianisches Blut. That person was very well known on our planet Earth of that period.
Und in der damaligen Zeit war dieser Mensch sehr, sehr berühmt auf unserer Erde. When the war of gods stopped and those who won the war came to the solar system, als der Krieg der Götter zu einem Ende kam und die diesen Krieg gewonnen haben, unser Sonnensystem besuchten, hier ankamen. So they saw there is a planet Earth with few civilization, developing on the planet. Haben Sie gesehen, es gibt diesen Planeten Erde mit einer Reihe von Zivilisationen, die sich hier langsam entwickeln. Those who won the war, they just won the war. They remember all events very clearly. Like just imagine if we just sit here on this table, just the day before the whole war finished. Inside we are pretty much aggressive. We remember the events. Und in dieser Zeit, da war dieser Krieg ja gerade erst gewonnen. Das heißt, alle Ereignisse, alle Erlebnisse aus diesem Krieg waren noch in einer sehr, sehr lebendigen Erinnerung und die waren einfach wütend. There are at least four civilizations on the planet Earth. Es gab damals 3 bzw. 4 größere Zivilisationen auf der Erde. This is first one, which we know, for example, Atlantis. Die erste, die wir kennen, zum Beispiel ist Atlantis. Hyperborea. Then Pacifida. This is the huge, territory in the middle of Pacific Ocean. Dann Pacifida, also ein großes Areal in der Mitte des Pazifischen Ozeans. And South Pole. There was a civilization on the South Pole because there were no ice on the south and on the north of our poles. Of poles of our planet. No ice. Und die 4. war der Südpol, weil zu der damaligen Zeit gab es keinen Eispanzer auf dem Südpol. So, this civilization are developing pretty fast. Und diese Zivilisationen haben sich damals sehr, sehr schnell entwickelt. They have I'm talking about you. Just look. Just imagine, I am an extraterrestrial representative. I just won the war with you, okay? I'm looking on you, and whom I see before my eyes? I see very well-developed civilization. Also man muss sich das vorstellen, ich bin jetzt der Außerirdische, der hier ankommt und ich habe gerade den Krieg gegen eure Spezies gewonnen und das, was ich sehe, wenn ich hier ankomme, ist eine eine sich sehr schnell entwickelnde menschliche Zivilisation. You are very clever. Very clever. Ihr seid sehr intelligent. You are studying very fast. Ihr lernt sehr schnell. You have a wonderful genetic. Ihr habt eine ganz exzellente Genetik an Bord. Can you imagine, there are some text which says that you, people living on Earth, had an ability to shut down UFO mentally. Es gibt Quellen, die sagen, dass ihr als Menschen damals die Fähigkeit hattet, ein UFO mit rein mentalen Kräften vom Himmel zu holen. But extraterrestrials, they needed to make technical defense about your mental capacities. Aber die Außerirdischen, die waren in der Situation, dass sie sich technisch gegen eure mentalen Fähigkeiten wehren müssen. So, me and my partners, we are a little bit, confused. Because we start to talk, like the galactic community started to make a decision what to do with planet Earth. Also ich und meine Partner, wir mussten das diskutieren, weil diese Situation, dass die galaktische Konföderation, wenn man so nennen möchte, gezwungen war, irgendetwas wegen dieser Gattung Mensch zu unternehmen. So, if we will just leave it as it is, they will be developing very, very fast, and they will grow up, and it will be just the same type of the civilization as the Martian ones. Because you are pupils of the Martian civilization, okay?
Understand what I'm talking about? Also das ist die Situation, das entwickelt sich hier alles schnell. Ihr seid vom gleichen Typ wie die marsianische Zivilisation. Sie haben euch unterrichtet. It's like, with ISIS now, in the East, okay? You understand, if we will not stop the ISIS on the East, they will come here. You understand what I'm talking about? Ja, das ist vergleichbar mit der Situation mit der ISIS. Wenn sie nicht dort drüben im Osten gestoppt wird als Kraft, dann kommt sie hierher. And we will be in a big problems, huge problems. Und wir werden wieder in große Probleme kommen. And we have a chance to fight now there, or then we will be fighting here. Und wir haben halt die Wahl, sie jetzt dort zu bekämpfen oder später hier. So, thousands of years ago, this community, this group of extraterrestrials sat around the table and started to think what to do with the planet Earth. Das heißt, vor Tausenden von Jahren saßen diese Außerirdischen am runden Tisch und haben sich Gedanken gemacht, was können sie wegen dieser Erde unternehmen. The civilization who survived a lot, they said, 100% planet Earth should be sterilized completely. Und es gab halt dort Überlebende des Krieges, die gesagt haben, dieser Planet Erde, der muss einfach zu 100% sterilisiert werden. The others said no, because it's not ethical. I think we should leave as it is and we should just watch what's going on here. Und die anderen haben gesagt, nein, das wäre unethisch. Wir sollten einfach alles belassen, wie es ist, aber beobachten, was passiert. The other ones just stood up and said, listen, you are well-developed civilizations sitting right before me, and you have a technical capacity to look in time, in the future. Und andere sagten, schaut mal, wir sind selber eine hochentwickelte Zivilisation, wir haben die Möglichkeit, mit technischen Mitteln in die Zukunft zu schauen. You see, this civilization on planet Earth, with a very clever, genetically very advanced, soon, in a few thousand years, they will be using all new technological discoveries for war purposes, to kill each other. Also, die sagten, in ein paar tausend Jahren wird diese Gattung Mensch mit ihren extrem hochentwickelten Genen die ganze Technik voll entwickelt haben und sie werden sie wieder dafür benutzen. This civilization will be lying to each other, like you see, America. What's going on with America? Lying everywhere, no truth. They're trying to fight each other. This is absolutely unmoral civilization in the future. We must stop it. Wir haben gesehen, dass wir uns gegenseitig belügen werden, wenn man sich das anguckt, wie aus Amerika heraus heute gelogen wird. Sie haben gesagt, wir müssen diese Zivilisation aufhalten. So, they were confused and they made a decision. They said, let's invite, here to our meeting Gilgamesh. And Gilgamesh was invited to participate this, let's say, like the conference about the future of the planet Earth. Das heißt, sie konnten sich nicht entscheiden, sie waren sich uneinig und sie haben sich dann entschieden, einfach den Gilgamesh einzuladen als Vertreter des Planeten Erden, um an dieser Konferenz teilzuhaben. And now the moment of truth. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Just imagine the picture. Gilgamesh, little bit smaller than me. Der Gilgamesh, ein Kopf kleiner als ich. Black, curved, so little bit not beautiful man, very clever. He on Sinai Peninsula, just walking along the Sinai Peninsula. Also der hatte so schwarze Locken, nicht der schönste Mann der Welt, und das Treffen war auf der Sinai-Halbinsel. And according to some texts, UFO appeared very close to him in the shape of the pyramid. Und nach bestimmten Texten erschien ein UFO sehr nah bei ihm in der Form einer Pyramide. Remember Moscow? Erinnern Sie sich an Moskau? It's just the same UFO. Es ist genau das gleiche UFO.
And they invited Gilgamesh on board. Und sie haben Gilgamesh an Bord geholt, eingeladen. And they took him to the South Pole for the meeting. Und sie haben ihn an den Südpol zu dem Treffen gebracht. So, and during this conversation, they offered him ideas about the future of planet Earth. Und während dieser Konferenz haben sie ihm Vorschläge gemacht, wie die Zukunft des Planeten aussehen könnte. Because he, Gilgamesh, was half Martian, half earthly man. Insbesondere weil er, der Gilgamesh, halb Marsianer, halb Erdenbürger war. And they asked his opinion, what he can say, for the planet Earth. Und sie haben ihn um Rat gefragt, was er über diesen Planeten Erde sagen kann. I do not know what he said, but they made a decision not to sterilize the planet Earth. Es ist nicht bekannt, ich weiß nicht, was er dort gesagt hat, aber die Entscheidung wurde gefällt, den Planeten nicht zu sterilisieren. Just remember, Gilgamesh saved our civilization. Also erinnert euch dran, vergesst es nicht, Gilgamesh hat unsere Zivilisation gerettet. But during this conversation they said, this universal, community, they said, okay, we will not sterilize the planet, but we have a task. We have a condition for you, Gilgamesh. Also sie haben während der Konferenz entschieden, den Planeten nicht zu sterilisieren, aber sie haben Gilgamesh mit einer Auflage nach Hause geschickt. You must return back to planet Earth and then to meet all kings on the planet Earth and to talk to them. Du musst zurückkehren auf die Erde und dann musst du alle Könige treffen, um mit ihnen zu sprechen. You Gilgamesh, you must persuade all kings and through kings all people on the planet Earth to refuse, deny all information. Let's say, like ancient text says, you must refuse former gods. Die Bedingung war, dass er alle Könige davon überzeugt und mit den Königen alle Völker sich von den alten Göttern abzuwenden. Because people living on Earth, we have received a lot of very important technical information for our development. Weil die Menschen, die damals auf der Erde gelebt hatten, die hatten sehr wichtige Informationen bezüglich der technischen möglichen Entwicklungen bekommen von But without spiritual impact. Aber ohne die seelische Reife zu haben und die seelischen Lehren mit auf den Weg zu bekommen. So, go and do your work. Also geh nach Hause und erledige deine Arbeit. So, Gilgamesh tried to do his best. Und der Gilgamesh hat wirklich versucht, sein Bestes zu geben an dieser Front. And there is one very interesting text which called Pindar Pian. This is the text where king, if Xanthi refused to be a king for Cretans, complaining and explaining. Es gibt da einen Text, der nennt sich Pindar Pian. King Xanthi, the name of the king. But in any way, the most important thing is, I'm afraid of Zeus, the warrior. Und also in diesem Text gibt es halt Aussagen von diesem König von Chaos. Er hat Angst vor Zeus, dem Krieger. So I'm afraid of earthquaking God, whose blow is blooming. Ich habe Angst vor dem Gott der Erdbeben, dessen Macht so wächst. The lightning and the trident, the earth and peoples were demolished into Tartarus bowels. Durch Blitzschlag und Trident, Donner, keine Ahnung,
waren die Einwohner der Erde verschreckt. So, as soon as we are almost, I have no any more time to continue. So I will give you just very, very brief information about the endless this story. So let's go on quickly. According to the ancient. Wir müssen uns beeilen. Punkt. So, according to the Egyptian calendar. Nach dem ägyptischen Kalender. This is another Egyptian calendar, ancient Sumerian calendars and Mayan calendars. The whole event, most important thing. Also mit allen Kalendern, die man sich so angucken kann, findet man einen Zyklus und wir kommen zu einem Datum von 11.652 Jahre vor Christus. This is ideas how we can calculate the date scientifically. Das ist einfach nur jetzt die Grundlage, wie man zu diesem Datum kommt, wissenschaftlich. When Gilgamesh was not lucky in his work to persuade people to change the ideas, to change the gods, and start to listen the others. Also für den Fall, dass Gilgamesh daran scheitern würde, die Könige und damit die Völker zu überzeugen, sich von den Göttern abzuwenden. A huge, not asteroid, huge planetoid was sent to the planet Earth, and we had a terrible, impact. War halt die Strafe, dass ein riesiger Asteroid die Erde treffen würde und hier sehr, sehr viele Dinge zerstören würde. All this calendar says that events. Alle Kalender zeigen auf diese Ereignisse. 13,668 years ago. Dass der Asteroidenimpakt vor 13.668 Jahren stattgefunden hat. And this asteroid impact, according to information encoded in the pyramid complex. Und nach Informationen, die in diesem Pyramidenkomplex kodiert sind. This is the direction of the north, to the north, present north. Das ist die Nordausrichtung hier. And this is the road. If we will continue, we'll just make a line from this road. We go to the former north of our planet. Und wenn wir diese andere Linie, die durch die Straße gezeichnet wird, weiter extrapolieren, kommen wir zu dem ehemaligen Nordpol des Planeten. Because all ancient pyramids have been oriented on the former north. Weil alle antiken Pyramiden sich nach dem derzeitigen damaligen Nordpol ausgerichtet haben. It's the Chinese pyramids also. This is present north, former north. Also das ist auch bei den chinesischen Pyramiden so. Man zeigt immer, orientation. Da sieht man es auch, die 15 Grad Abweichung. Then, you see, this is the place of the former north. This is the area where Mary Mountain is actually situated. Das ist der Ort des ehemaligen Nordpols. So it means after asteroid impact, our planet Earth changed, the axis of rotation. 15 degrees dismissed. Das heißt, nach dem Einschlag dieses Asteroiden hat sich die Erdachse um 15 Grad geneigt. According to the ancient text, we can reconstruct the trajectory of asteroid flight. Nach den alten Texten können wir den Pfad, den der Asteroid um die Erde geschlungen hat, genau nachvollziehen. So, direction of rotation, counterclockwise. Also das ist die Drehrichtung des Planeten. Trajectory of asteroid, clockwise. Und das ist der Einflugpfad des Asteroiden im Uhrzeigersinn. Asteroid hit here, Azores Islands. Das ist der Einschlagpunkt des Asteroiden. Planet little bit stopped to move, okay? Just a little bit, stopped. And the waves, water, move. Huge flow, this direction. Also der Einschlag war gegengerichtet der Erddrehung, das heißt die Erde hat einen Schlag bekommen, hat sich kurzzeitig verlangsamt und die Wellen Here is the place of asteroid impact. This is so a very special acupuncture point on the planet Earth.
Also das ist der Punkt des Einschlags, das ist ein ganz bestimmter, spezieller Akupunkturpunkt. Along these earthbreaks, very important earthbreaks. Also längs dieser platonischen Bruchzonen. This is you can see the huge explosion of all volcanoes immediately, like one. Das gab eine sofortige Explosion sämtlicher Vulkane längs der Subduktionszone. Can you imagine? Water of the ocean goes there, and it was, like a very, steam, like an explosion. And people describe in the text huge, like beams of steam goes tens of hundreds, maybe a few tens kilometers up, like there. So it was terrible effect, just huge. Also die Beschreibung geht dahin, dass halt das Wasser über diese gerade explodierenden Vulkane gerutscht ist und Säulen von Wasserdampf zig Kilometer hoch in die Atmosphäre geschossen sind. We have been talking today with you about anti-asteroid defense system on planet Earth. Remember? Wir haben heute ganz am Anfang über Asteroidenschutzsysteme auf der Erde gesprochen. This anti-asteroid defense system was trying to change the trajectory to pull the asteroid out of our atmosphere. Und dieses System ist damals tatsächlich angesprungen und hat versucht, diesen Asteroiden aus der Erdatmosphäre wieder rauszuholen. According to pure scientific explanation and investigation, first hit was over Alaska. Und nach wissenschaftlichen Untersuchungen war der erste Schlag über Alaska. Second one over Russia, Taimyr, here. Der zweite über Russland. And last one, it's already fall almost in Azores Islands, here in this area. Und der dritte irgendwo in der Nähe der Azoren im Atlantik. So when this installation is hitting the asteroid, it was broken into pieces, and huge pieces were falling on the ground along the trajectory. Und man kann sich das vorstellen, dass halt, wenn so ein Asteroid angegriffen wird, er partiell in Stücke zerbricht und Teile des Asteroiden lokal schon auf die Erde runterprasseln. Most big pieces from here flew more than 3,000 kilometers and were falling in America, Mexico and Brazil. Das heißt, Stücke, die dort abgebrochen waren, sind noch über 3.000 Kilometer weit geflogen und sind nach Afrika, Brasilien und woanders hin. This explosion has many, it's a very hot explosion, and the pieces, like particles of this meteorite, was flying, in different direction. And scientists, they found these small particles on all this territory, which proves that there was explosion over this territory, huge explosion. Also die Wissenschaftler haben Überreste gefunden von dieser sehr, sehr heißen Explosion an der Oberfläche des Asteroiden. Insbesondere die Partikel, die da auch abgeschmolzen sind, hat man in diesem gesamten Gebiet gefunden. So, almost last ideas. The explosion, last explosion, and you can find information about it in the Bible. It deforms the membrane between our dimension and parallel dimension. It made a hole, and the water fall into planet Earth. We have got a lot of additional water. There were no water like this before. Important moment. Also es gibt biblische Texte, die darauf hinweisen, dass dieser Impact dafür gesorgt hat, dass es auch zu einem Loch in den Dimensionsebene gekommen ist und riesige Mengen von Wasser in unsere Realität reingespült. That was the, surface, but now it's ocean. So let's go on. This is ancient text says the moment when the moon was moved to planet Earth. Egyptian text says how moon have been given to planet Earth. Also das sind jetzt andere Texte, die erzählen die Geschichte davon, wie der Mond zur Erde gebracht wurde. And now we need sound. Can we make a sound here? No? Okay. And this is a very important moment. This is February 2013. Remember the meteorite over Chelyabinsk. Look very attentively. Have you seen it before?
Also das ist der Meteorit über Russland vom Februar. Pumps, you see, destroyed. Meteorite is destroyed. Und wir sehen, wie dieser Meteorit hier zerstört wird, bevor er einschlagen kann. Object appeared and destroyed. Ein Objekt kommt und dann knallt's und dann wird er zerstört. And disappeared again. Da kommt das Objekt geflogen. You see, oops, pins. So, unfortunately, there is no sound here because it's a very interesting and important sound. So this is installation. You can see how this anti-asteroid defense system is working. Now, over Chelyabinsk, it took place. Problem is that also hier kann man sehen, wie dieses Anti-Asteroiden-System in Aktion ist, heutzutage. The most important idea, which I'd like to convey to you. Now we are in a critical moment. The same moment which took place little bit more than 14,000 years ago with Gilgamesh. Now the same object appeared over Moscow. Do you understand what it means? Die Grundidee, die ich euch geben möchte, ist, dass wir heute einen ganz kritischen Moment haben. Dasselbe Objekt von vor 14.000 Jahren aus dem Gilgamesch-Epos ist über Moskau erschienen. I know that from this particular year, from 2010, I mean, for example, the politics in Russia changed completely. Also ich kann das sagen, dass von diesem Jahr 2010 an die Politik in Russland sich komplett vollständig verändert hat. The main idea is, if we will not manage, you need to make arrangement with Frau Merkel as soon as possible. Also, wenn es uns nicht gelingen sollte, wir sollten uns sehr, sehr schnell eine Einigung mit Frau Merkel. No, you can be sure that very soon you will see, like Russia, Putin will fuck America. You will see how it's gonna be. Then, if we will not manage it, and 120, no more than 150, 5 or 6 generation, we are waiting another asteroid impact. Believe me. Yeah. Believe me. It's going to be another, like there, 14,000 years ago, just the same. Yeah. It's a moment of truth now. This is my most important. Now I hope you understand what happened with us. Also ich fasse das mal ein bisschen organischer zusammen. Wenn wir das nicht gebacken kriegen, ja, uns in eine friedliche Richtung zu entwickeln und dem russischen Pfad folgen, der da vorausprescht in der Richtung, dann werden wir innerhalb der nächsten Generationen wieder einen solchen Asteroideneinschlag erleben. In den nächsten 120 bis 150 Generationen, damit wir ausgebremst. Jahren. Okay. It means that this is the why we from Russia, we start, what our ideas? We need to make our best to start to teach kids. We need to teach, give information to you. We need to develop your abilities, your moral, ethics abilities, so that we could be able to go into contact with a parallel dimension, with other civilization, to make an arrangement. Maybe they will help us with this problem, because this anti-asteroid system is going down very soon. It will not be working anymore. Das ist der Grund, warum wir uns so intensiv in Russland um die Kinder kümmern, um ihnen Fähigkeiten beizubringen, auch auf der mentalen Ebene Kontakt aufzunehmen mit den anderen Dimensionen. Now we are building a huge complex, especially for people, especially for kids, because we are sure that our future we will be able to change only with the help of very enlightened people. Our kids will do that. So I, from my side, invite you to this project. Let's do it together, and as soon as possible we have a chance. Okay? Thank you for attention. Vielen Dank. I did my best. I have a very short time. Thank you.
If you have questions, just ask. Also da kam nochmal hinterher vom Klatschen abgeschnitten die Einladung. Sie haben ein Projekt in Russland, wo Sie diese Kinder betreuen in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, und es steht eine Einladung an die Leute in Deutschland, dort teilzuhaben. Und ein ganz herzliches Dankeschön auch an Harald für die wunderbare Übersetzung. Dankeschön. Because there were few hopes already, hopes. There were few hopes, but there were some contacts. But for us, now you understand, this is the key moment. This is the beginning of a very short period, just 150 years. If we will not manage it, we are lost. Ja, ich glaube, wir können diese Diskussion dann gerne im einzelnen Rahmen fertig machen. Nochmal vielen Dank, Valery Uvarov, für seine tolle Präsentation. Dankeschön. Sie merken schon,